Liebe Mitglieder der TU Darmstadt, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie Sie sehen, stehen wir draußen auf dem Campus in der Stadtmitte und es ist relativ kalt. Kalt auch, weil einfach das Jahresende naht. Jahresende und die Pandemiesituation ist mal wieder äußerst angespannt. Aber wir haben ja mit unterschiedlichen Szenarien gerechnet. Erstmal mit einer Verbesserung, mit einer hoffentlich Öffnung, aber leider jetzt mit einer verschärften Situation. Aber unsere Maßnahmen sind auch darauf ausgerichtet. Und das heißt konkret, dass wir nach wie vor zweimal die Woche im Krisenstab zusammenkommen, uns die Lage genau ansehen, auch was das Infektionsgeschehen bei uns an der TU Darmstadt angeht. Und dass wir unsere Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte immer wieder anpassen auf die neuen Varianten, die im Umlauf sind des Coronavirus und auf die neue gesetzliche Situation vom Bund und vom Land. Was bedeutet das jetzt vor allem auch für die Lehrveranstaltung? Erstmal eigentlich keine Veränderung. Wir haben ja sehr vorsichtig, sehr konservativ geplant und haben Ihnen zumindest Teilpräsenz angeboten. Und auch das werden wir auch in der verschärften Situation weiterhin aufrechterhalten können, denn die Hygienekonzepte funktionieren. Das heißt, es gilt jetzt auch in den Lehrveranstaltungen durchweg Maskenpflicht und darüber hinaus die Ihnen bekannten und auch immer nachzulesenden entsprechenden Anweisungen. Womit wir ehrlicherweise nicht gerechnet haben, ist, dass wir Sie bitten mussten, wieder ganz zurück ins mobile Arbeiten zu gehen, in Einklang mit der Bundes- bzw. Landesregel. Das heißt, Sie arbeiten jetzt in der Regel wieder vom Homeoffice aus und diejenigen, die von zu Hause aus nicht arbeiten können, sind gebeten, die 3G-Regel einzuhalten, die wir ja auch alle kennen, geimpft, genesen oder durch einen täglichen Test. Wobei das Thema Testen noch darüber hinausgeht. Wir bitten alle Beschäftigten, sich wirklich mindestens zweimal die Woche zu testen. Wir stellen als Arbeitgeberin gerne Tests zur Verfügung und verweisen auch für die Studierenden gerne auf die Testzentren, die wir auf beiden Campi haben, bei denen sie kostenlos Tests durchführen lassen können. Und 3G gilt natürlich auch in den Lehrveranstaltungen. Nichtsdestotrotz möchte ich hier gerne noch mal den Aufruf bestärken, wenn Sie noch nicht geimpft sind, lassen Sie sich impfen. Und wenn Sie vielleicht gerade schon vor einigen Monaten die Zweitimpfung haben, lassen Sie sich bitte boostern, weil das ist mit Sicherheit der beste Schutz für Sie und für alle in Ihrer Umgebung. Ein weiterer wichtiger Schutz ist das Tragen der Masken. In den Innenräumen ist es Pflicht für Lehrende wie für Studierende und sonstige Beschäftigte, die Maske zu tragen, auch weil wir wissen, dass die neuen Mutationen besonders ansteckend sind. Die Pandemie bleibt also auch für die nächsten Wochen sicherlich eine Herausforderung, eine Belastung. Aber zugleich möchten wir auch darauf hinweisen und ein großes Danke sagen, was bisher gelaufen ist. Wenn wir auf das Jahr 2021 zurückschauen, dann sehen wir zum einen, die Lehre ist größtenteils gelaufen. Sie als Studierende haben erstaunlich viele Prüfungen abgelegt, sind weiter vorangeschritten im Studium. Aber auch in dem Bereich der Forschung haben wir einige große Erfolge erzielt. Ich denke an Einwerbung von neuen Sonderforschungsbereichen. Ich denke daran, dass das tägliche Miteinander läuft, dass die Angestellten in der Verwaltung alle dazu beitragen, dass wir eine ganz normale Universität haben. Und auch im Transferbereich haben wir große Schritte gemacht. Und an der Stelle auch nochmal der ganz herzliche Dank an alle, die in dieser sich schnell ändernden Situation immer wieder flexibel reagiert haben mit einem äußerst hohen und auch zusätzlichen Arbeitsaufwand. Das heißt, Lehrveranstaltungen, Klausuren organisiert und abgehalten haben und das auch in Zukunft tun werden, weil wir, wie gesagt, die Pandemie das Ende noch nicht richtig absehen können. Und auch an der Stelle nochmal der ganz dringende Aufruf, Sie sind ja nicht alleine. Das heißt, auch wenn man im Homeoffice sitzt, wenn man alleine zu Hause lernt, suchen Sie den Kontakt, stärken Sie Ihre sozialen Kontakte, denn gemeinsam können wir das viel besser bewältigen. Und wir haben den Eindruck, es sind wirklich 3 Sachen, die zusammenkommen. Es ist die Zusammenarbeit von allen im digitalen Bereich im Moment, aber Hauptsache, wir arbeiten zusammen. Es ist viel Kreativität, die Sie alle an den Tag legen. Und auch eine große Flexibilität, sich immer wieder darauf einzustellen, was denn jetzt die neuen Situationen sind. Als Präsidium möchten wir Ihnen ganz herzlich danken. Als Studierende, als Mitarbeitende der TU Darmstadt, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam trotz der widrigen Zeit so viel erreicht haben. Dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, Sie müssten jetzt bald wieder in eine Weihnachtsphase gehen und dort hoffentlich einige entspannte Zeit verbringen mit Ihren Lieben, mit Ihren Angehörigen, wenn auch nur im kleinen Kreise. Nutzen Sie die Zeit, um ein bisschen Atem zu holen, Luft zu holen und Kraft zu tanken.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen vom Präsidium frohe Festtage, alles Gute, kommen Sie gut und gesund durch die Zeit und wir freuen Sie, bald hier wieder live auf dem Campus zu sehen. Dankeschön.